wirklich eine Sache, die mir zu schaffen gemacht hat. Ich will da keine Märchen erzählen. Das hat so ein bisschen die Liebe zu dem Sport in den letzten Jahren auch kaputt gemacht. Ich glaube, so die ganze Olympia-Prep kann man so ein bisschen unter dem Hashtag Shadow-Modus laufen lassen. Was läuft denn hier, was läuft denn hier? Wie man unschwer erkennen kann. Ich habe einen Hoodie an, ich habe ein Shirt an, ich habe eine Jacke drüber, ich habe ein Halstuch an, ich habe Valencia neben mir. Gut, das ist eine Sache, die hat sich nicht geändert, aber wenn unschwer am schlechten Licht erkennen kann, wir sind zurück. Wir sind im Bunker und wir sind 30 Tage vorm Olympia, Alter. Weniger. Guck mal, ich bin gar nicht up to date. Wir sind zurück aus Dubai. Dubai war eine geile Zeit. Geile Zeit für mich, vielleicht nicht so für euch, denn ihr habt nicht ganz so viele Einblicke bekommen wie sonst. Also verzeiht mir das an der Stelle, aber ich glaube, so die ganze Olympia-Prep kann man so ein bisschen unter dem Hashtag Shadow-Modus laufen lassen, weil ich war schon ziemlich mit mir und meinem Körper beschäftigt, sagen wir mal so. Ich habe die Zeit dort genutzt, einfach wie in Zeiten vor Social Media, beziehungsweise Zeiten vor, ja, bevor es so krass nach oben ging und man immer mehr und mehr abliefern musste, immer mehr, ja, sozusagen Content gemacht hat und so hart wie es klingt, immer weniger das eigentliche Bodybuilding gelebt und verfolgt hat, habe ich das dort gemacht, Alter, und ich sag's euch, es hat unfassbar gut getan. Es hat sich nicht nur in der Physik, wo es am Ende drauf ankommt, geäußert, sondern auch im gesamten Modus, weil Real Talk, so am Anfang der Prep, ich wusste nicht, wo mir der Kopf steht. Ich glaube, das kannst du ganz gut bezeugen. Ich war nicht so in dem Modus, ob ich es überhaupt dieses Jahr auf die Olympiabühne schaffen werde. Und da habe ich so ein bisschen zurück zu den Spuren sozusagen mich auf die Suche begeben. Habe das erst mit Kuwait gemacht. Hat funktioniert, aber hat nicht so ganz funktioniert, denn ein großes Teil des Puzzles hat gefehlt und das sitzt neben mir. Und dieses Puzzleteil wurde mitgenommen nach Dubai und wir hatten echt eine geile, produktive Zeit und haben ordentlich geackert. Ich meine, die eine Arm-Session habt ihr gesehen mit den Jungs dort. Und die war sozusagen ein kleines Sinnbild dafür, wie auch die anderen Einheiten liefen. Also da wurde richtig Gas gegeben und da wurde der Körper auf jeden Fall auf ein weiteres Level gepusht. Ja, ich will ja nicht immer zu viel raushauen und ich bin ja eh nicht der Typ, der immer so krass von sich redet, so Alter, so und sowas. Ja, hier seht ihr, was Stefan geschrieben hat und ich versuche low-key zu bleiben, ich bleibe ruhig. Ich muss sagen, ich fühle auch weniger Druck, nicht so harten Druck, den ich die letzten Jahre gefühlt habe, weil die ganzen Vergleiche kommen. Ich sehe mich in den Vergleichen immer gar nicht drin, das ist so irgendwie auch geil, weil es lässt mich einfach in Ruhe arbeiten, in Ruhe mein Ding erledigen und wir kennen alle den Sport, wir wissen alle, wie es laufen kann. Letztendlich ackern wir hardcore, um das Paket zu verbessern. Wenn ich Liebe und Freude empfinde und die Leichtigkeit, dann funktioniert es bei mir am besten. Und auf der bin ich jetzt auf jeden Fall zurück am Start. Also Leute, wenn ihr das Video seht, heißt es noch 6-mal schlafen, dann geht's in die USA. Und aus den USA wird der Daily Content geballert. Ganz klare Sache. Und dann seid ihr live dabei. Olympia Vegas 2024 spektakelt. Dann gibt es nicht nur Daily Content, sondern dann gibt es auch ein Ding, was gerade bei mir ein bisschen Druck macht, ein bisschen zündet. Crank Olympia, die zweite Version, extra für euch und extra nicht viel dran verändert. Es gibt 1-2 kleine Änderungen, wir haben 1-2, genau, dass ihr genau so reinschmieren werdet im Training, die auf jeden Fall die Wirkung nochmal deutlich stärker machen, aber ansonsten wollte ich alles wie Version 1 lassen. Das Ganze wird es am 9.10. in Limited Edition zu erhalten geben. Also jetzt schon mal einen kleinen Reminder stellen.
Denk dran, wollte ich. ist ja was schnell weg. Ja, ich wollte gerade sagen, Digga. Wie viel? 7 Minuten? Darauf wollte ich heute gar nicht groß eingehen. Wollte nur sagen, Pre-Workout wird reingeschallert und ansonsten, ich kippe mir das Ding hinter die Binde und dann heißt es heute ein gutes altes Rückentraining im Bunker abreißen. Ich meine, es sind nur noch 2 Wochen und dann geht es schon in die USA. Ist echt crazy, wie die Vorbereitungen verfliegen. Kommt mir wie gestern vor, als man 16 Weeks Out begonnen hat. Und ja, ich sag auf jeden Fall Stößchen, geben wir Gas. Was mir aufgefallen ist, ich dachte so, ich saß vorhin in der Bahn und dachte mir, Junge, es läuft hier ein Zug oder was? Heute ordentlich auf Durchzug unterwegs. Ja, ich bin die letzten 7 Monate, glaube ich, mit kurzer Hose rumgesprungen. Heute erstes Mal wieder ausgepackt aus dem Schrank und gemerkt, da waren doch die Motten unterwegs. Oder aka, die Beine sind zu fett geworden. Aber, Schatzi, neue lange Hosen kommen, gell? An die Dame, was die da mit unserem Online-Shop angestellt hat und mit den ganzen Boxen. Dicker Kuss an euch. Geht raus. Olympiaboxen gehen weg wie warme Semmeln. Also, wenn ihr noch eine abchecken wollt, uns direkt unterstützen wollt, bei Miracle vorbeischauen, Olympiabox sichern. Und ja, jetzt kommen wir in die heiße Phase, das heißt, eure Unterstützung ist gefragt. In diesem Sinne, wir fangen an heute, klassisch Überzüge, wir sind immer noch im selben Trainingsstil unterwegs wie die Wochen davor. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich habe die ganze Vorbereitung diesen Stil hier durchgezogen. Ich habe nicht wie früher angefangen mit Volumen zu eskalieren, immer mehr zu machen. Dementsprechend ist die Kraft gut geblieben, das Muskelvolumen ist gut geblieben und ja, nach dem Olympia kann ich dann ein Fazit ziehen, ein Resümee ziehen. Okay, war das Training jetzt zielführend, was kann ich wie anders machen und weiter nach dem heiligen Gral gucken, was ist das Beste, was ist der beste Split, um noch besser zu werden. Nee, Spaß beiseite, aber läuft gut. Warm-up-Sätze werden gefetzt. 4 Wochen vorher einfach nochmal mehr Impact draufgelegt. Wir wollen ja nicht wieder der alte Mann Chris, wollen wir uns ja nicht den Muskel wegreißen, deswegen passt man da auf. Gerade wenn alles trockener wird, jetzt die Form richtig an die ekligen Shreds geht sozusagen. Gerade in der ersten Übung, in der 3., 4. Übung, wer da noch seinen Rücken aufwärmen muss oder den Muskel, den er trainiert, der hat was falsch gemacht, Digga. We warming up, man, we warming up. Und zum Muskelschutz habe ich den ESN Intra am Start. Wie viel nimmst du? 50 Gramm, eine Portion. Mehr gönnt Stefan nicht, aber es reicht auch aus. Sind 20 Gramm Carb, 15 Gramm Essentials, EAAs und Kokoswasser. Taurin auch ganz wichtig, Magnesium drin. Lauter guter Stuff, der direkt ins System geht. Weniger Bubble. Und in diesem Sinne kommst du genau richtig. Denn du kannst mir jetzt helfen. Und jetzt heißt Topset. 2 Sätze, Topsatz wird weggehauen. Perfekter Satz, Digga. Ey, ich hab mich einfach gesteigert. Was ist denn da los? Wichtige ist auch, gerade bei Überzugmaschine ist meistens so,
dass halt du in der Dehnung am meisten Power hast und unten dann nicht mehr. Und da jemand zu haben, der unten dann rein hilft, ist extrem wichtig. Was aber auch wieder wichtig ist, dass einer nicht ganz unten reindrückt, wo du dann gar keine Spannung mehr hast, sondern nur so einen Tick. Und das war's. Druck war die letzten Jahre ein immenses Thema. Also es war wirklich eine Sache, die mir zu schaffen gemacht hat. Ich will euch da keine Märchen erzählen. Ich meine, versetzt euch einfach mal in meine Lage rein. Ich glaube, wer da keinen Druck verspürt, der soll mich anrufen und das Geheimnis verraten. Aber es war schon immens und dementsprechend, um auch dem Druck ein bisschen entgegenzuwirken, bin ich auch in diesen Shadow-Modus gegangen. Ich weiß, Leute, ihr wollt was von mir sehen. Ich kann es auch voll nachvollziehen. Ihr liebt den Sport wahrscheinlich genauso wie ich. Ihr seid heiß auf den Olympia. Ihr wollt ja sehen, wie sieht der eine aus, wie sieht der andere aus, wie entwickeln sich die Leute. Ich kriege auch immer öfters von euch, ich weiß nicht, ob ihr mir was Gutes oder Schlechtes damit wollt, Vergleiche von anderen Athleten geschickt. Gerade in den Top 5, gerade von dem Chris, von dem Ramon, von dem Wes. Aber ihr müsst verstehen, mich mit dem Ganzen zu beschäftigen, würde mich persönlich nicht weiterbringen, würde meinen Druck nur noch verstärken. Und jeder, der selber in der Diät ist, jeder, der selber eine Vorbereitung weiß, wie sehr einem der Kopf zu schaffen machen kann. Ich will euch auch nicht anlügen, es ist mitunter eine der härtesten Vorbereitungen, die ich gemacht habe. Gar nicht von diesem Leidensaspekt, weil den bin ich schon irgendwo gewohnt. Vielmehr von dem Aspekt, dass ich privat und familiär echt viel Scheiße hatte, durch die ich jetzt so gehen musste und die ich regeln musste während der Vorbereitung, die mir sehr nahe gegangen sind. Und da noch einen Fokus zu haben, überhaupt für den Sport und für eine Vorbereitung. Also ich will das nicht öffentlich erzählen, aber ich glaube, viele hätten da schon lange das Handtuch geworfen und gesagt, jo, ich mache das jetzt nicht. Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze zu machen, durchzuziehen und dazu stehe ich auch. Aber was bringt es mir dann, mir nochmal eine Bürde sozusagen mehr auf den Rücken zu schnallen, indem ich mich jetzt tagtäglich mit anderen vergleichen würde. Zum anderen in deinem Kopf schon drin ist, hey, bin ich gut genug? Kann ich überhaupt abliefern? Reicht das Ganze für dieses Jahr? Also das wird es nicht besser machen. Und ihr kennt es ja auch, Social Media ist so ein trügerisches, zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann es sich extrem motivieren, es kann einen extrem pushen, wie mit der Challenge, die wir gerade machen, Road to Olympia, wo du natürlich auch herzlich eingeladen bist mitzumachen. Auf der anderen Seite kann es halt durch dieses ständige Vergleichen mit anderen, gerade ihr jüngeren Zuschauer, ihr wisst da auch Bescheid, oder auch die Älteren, eigentlich scheißegal wer, man fängt sich an zu vergleichen und tut seinen Selbstwert anhand Social Media bestimmen und das hat so ein bisschen die Liebe zu dem Sport in den letzten Jahren auch kaputt gemacht und die Vorbereitung war dann nicht mehr so genießbar, nicht so enjoyable, das englische Wort, so spaßhaft, wie es davor war. Und der Shadow-Modus verhilft mir einfach extrem, mich auf mich selbst zu konzentrieren. Auch ich habe die Struggles, klar, aber diese ganzen Social-Media-Welt so ein bisschen auszublenden und mein eigenes Bestpaket zu bringen. Wenn du halt die ganze Zeit nach rechts und links schaust, das bringt dich auf deinem Weg nicht weiter. Es kann einen motivieren, aber bei mir ist eher Gegenteiliges der Fall und dementsprechend meine Entscheidung. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt es gerne mal in die Comments. So bitte ehrliches Feedback. Fühlt ihr das auch so? Wie fühlt es sich bei euch im Leben an? Macht das Ganze euch auch Druck und könnt ihr meine Entscheidung nachvollziehen? Weil, ja, ihr wisst, ich will ja mal alles so real wie möglich behalten, keep it real, die Vorbereitung auch zu zeigen, wenn es mal nicht so rosig ist. Und die war alles andere als rosig, die Vorbereitung, aber
Jetzt sind wir 4 Weeks out und jetzt pushen wir durch. Und ja, das zu der ganzen Geschichte mit dem Shadow Mode, mit den Form-Updates und Digga, am Ende Tag X, das ist der Plan, ist the game und Tag X ist da, worauf es ankommt und du kannst auch, keine Ahnung, Samstag Wettkampf morgen um 4 Uhr morgens aufstehen, zum Pissen gehen, ins Spiegel gucken und siehst aus wie der Olympia-Champ, wenn du aber 3 Stunden später beim Prejudging stehst und das ist verrutscht, dann ist halt nicht der Fall. Aber genau das ist der Sport. In diesem Tag, in diesem Timeframe wirst du bewertet und was davor und danach ist, ob du danach 10 Cookies gegessen hast oder auf einmal die Superform deines Lebens gehabt hast, kannst du ein schönes Bild machen und dir an die Backe nageln, aber das hilft halt nicht. Und ich glaube, alle haben es gesehen, das Arnold's UK-Paket, was ich geliefert habe im Frühjahr, was möglich ist und ja, wie man da aussehen kann. Und da war eine Woche dazwischen, also von dem her, ja, lasst mich mal ackern. Ich weiß, die treuen Fans und Supporter, die schreiben mich nicht ab, aber die mich abschreiben, auf die ist eh geschissen, weil die sind nicht real, die sind da, wo der Erfolg ist, aber wir geben Gas. Noch in eines der letzten Videos habe ich den Tunnel beschrieben. Diesen Tunnel, den ich gehe auf den Ersatzpause hier rein. Das trennt so den einen Bereich vom Bunker zum anderen. Jetzt stelle ich mich hier mal so an die Wand und denke mir so, da hinten ist das Ende des Tunnels. Und so bei der Tür, wir sind jetzt schon bei der Tür angekommen und alles dahinter ist dann schon USA, also ist der letzte Schritt hier im Hellen, im gewohnten Bunker und dann ist schon wieder Abfahrt. Das ist crazy. Dieser Tunnelgedanke ist auf jeden Fall immer Teil aller meiner Vorbereitung gewesen. Und so, du fängst an, du bist noch so irgendwo in einer Spirale und je weiter du in die Diät gehst, das könnt ihr bestimmt auch nachvollziehen, ist auch, wenn ihr eine Lifestyle-Diät macht so, desto mehr kommt ihr dann in so einen Tunnel rein und arbeitet auf euer persönliches Ziel hin. So. Und ja, man, Tunnel Vision ist da. Ich habe über Tunnel geredet. Tunnel? Wie sozial stimmst du dich gerade ab? Boah, jetzt ist so der Punkt, muss ich mich kurz setzen für. Da ist schon so, liebe Grüße an meine Jungs, Philipp, Thomas, Doma, ihr wisst Bescheid, Aleko. Da gehe ich gut und gern mal nicht so gerne ans Telefon. Also, was ich mache, wie gesagt, Social Media, nicht allzu viel. Jetzt, seit ich zu Hause bin, mehr in der Kluft, mehr am LOL zocken dann. Es lenkt einfach ein bisschen ab und macht Spaß, aber sozial, wirklich kommunikativ bin ich nicht. Es tut mir dann nochmal irgendwo leid, aber der Körper haushaltet einfach mit den Energiereserven, die er hat, so gut wie möglich. Und ja, sehe das aber auch wieder andersrum aus der Perspektive und versuche, was lerne ich dabei bei diesem Prozess dieses In mich Kehrens, dieses mönchsmäßige Leben. So, normal bin ich ja ein sehr extrovertierter Typ, jetzt mehr zu diesem sehr introvertierten zu kehren. Ja, lernt aber einem auch viel oder lehrt einem auch viel und man beschäftigt sich auch mehr mit sich selbst so.
was eine coole Sache ist, aber ich bin dann auch froh, wenn ich wieder mehr sozial kommunikativ bin. Aber gerade Leute, die da trotzdem zu mir halten, mir trotzdem mal schreiben, meine Jungs, die mir schreiben, du hast gerade gar keinen Bock auf irgendwas, aber wir denken an dich und wünschen dir Kraft, das ist dann schon was Cooles und du merkst halt echt, wer versteht dich wirklich und wer kann da auch mal in der Freundschaft oder in der Beziehung auch gerade die letzten Tage dann auch mehr zurückstecken, trotzdem viel für dich geben, ohne etwas zu verlangen. Das gilt aber nach so einer Vorbereitung dann auch immer wieder doppelt und dreifach zurückzugeben und deswegen sozial gerade nicht allzu hart am Start so. Ja, für die ein oder andere Aktivität. Ich meine, ich überlege mir echt schon zweimal, nicht mal, also es fängt so an mit so, soll ich zum Friseur gehen? So, nee, geht schon nächste Woche, passt auch. Der Fusel kann auch ein bisschen stehen. Aber jetzt schon so, manchmal da überlegst du dir morgens die Socken anzuziehen. Also wirklich so, brauchst du heute Socken? Dann brauche ich heute Socken. Ja, später, wenn ich ins Training gehe, reicht auch. Läufst du halt so einfach barfuß rum. Alles Teil des Prozesses. Und ich meine, würde ich es nicht kennen, dann wäre es ja extrem Neuland, aber es ist jedes Mal so und es gehört jedes Mal dazu. Wir sind wieder im Bunker, das heißt, wir dürfen über Platten sammeln. T-Bar. Ich dachte mir, ich schraube da mal so 2 Griffe dran, weil dann dehnt sich das mehr und ich kann mehr so meine Brust in das Polster reinreißen. Auch eine Sache, die ich in Dubai gelernt habe, versuchen die Maschine zu zerstören. Also wirklich auch aggressiv zu ziehen, weil viele machen ja gerade, beste Beispielübung, die am Kabel, die hier ziehen ja viele schon so leicht, als würden sie da irgendwo, keine Ahnung was machen, aber du musst schon, der Zug darf schon ruhig mit Druck sein, nur die exzentrische, die herablassende sollte man schon ein bisschen betont machen und nicht einfach fallen lassen. Und welches Essen freust du dich am meisten am Tag? Boah, ich muss sagen Pre und Post. Pre und Post. Aber erst seit der Vorbereitung. Früher war es immer Frühstück. Diese Art des Reispuddings in der Mikrowelle, die Zubereitung. Ich bin schon wie verrückter Professor. Ich brauche genau zum Zubereiten für die 100 Gramm 436 Milliliter kochendes Wasser, Salz und dann leere ich dann, nachdem das 15 bis 20 Minuten stand, leere ich genau 285 Milliliter. Die Leute denken jetzt, der ist geistig völlig durch. 285 Milliliter Sprudelwasser, nachdem ich das Whey reingemacht habe, zu. Und dann tue ich das so stepweise, erst 2 Minuten 20, 1 Minute 30, 1 Minute und dann noch 30 Sekunden in der Mikro. Wie sozusagen zu so einem Mikrowellenkuchen machen. Zimt drüber. Digga. Ich weiß nicht, was ich da zusammengebastelt habe, aber das ist geisteskrank. Auf jeden Fall freue ich mich, was du fett ist, nach dem Olympia zu fressen, halt, das sage ich dir. Der Alicia hat schon gesagt, was wir für ein Date verabredet haben. Ja, die will Cheesecake Factory. Ja. Ist ja nicht so, dass ich das entschieden habe oder entscheiden darf. Gell? Rat mal, wer seit 4 Jahren nach dem Wettkampf Sushi essen will. Seit 4 Jahren nach dem Wettkampf kein Sushi bekommen hat. Moin, Meister. Sagen Alicia mir Bananenbrot backt. Ist alles andere egal. Das ist nämlich verrückt gut. Rezept gibt es im Kochbuch bei Alicia zu finden. Aber da gibt es nicht die Liebe, die reinbackt. Und deswegen ist das auf jeden Fall das Go-To. Alle haben keinen Bock mehr auf Kochen nach dem Wettkampf. Ich liebe es aber zu kochen und habe mich dann immer in die Küche gestellt, habe Guacamole gemacht, habe Steaks gemacht. Weißt du es noch? Hat alles zu und man ist unter guten Leuten, das ist das Wichtigste. Alicia, ich habe gehört, du hast schon eine Cheesecake Factory Date verabredet, wo ich kein Mitspracherecht hatte.
Weil ich wollte ja seit 5 Jahren Sushi essen nach dem Wettkampf, aber es gibt jemanden im Haus, der mag kein Sushi. Es geht ja darum, dass ich doch dabei bin, hast du gerade selber gesagt. Ist dann ungefähr so, also Junge, ess dein Sushi. Und was isst du? Jo, ich hol einen Curry. Ja eben, ich hole einen Curry, aber ich bin mit dir dabei. Jeder Sushi-Lover unter euch kennt's. Man braucht seinen Sushi-Buddy so. Also mit dem man in die Rollen reingeht. Aber wir gehen jetzt nicht in die Rollen, sondern in die Rollen am Rücken. Jetzt habt ihr gesehen, was ich gemeint habe. Haben wir auch nochmal den Trapez richtig raus melken wollten. Richtig den hier machen. Haben wir nach normalen Zug oben rein noch so Shrugs gemacht. Und die frittieren das Ding gut weg. Weiter geht's. Letzte Übung für die hintere Kette, beziehungsweise vorletzte, sagen wir mal so. RDLs gehen auf Beinbeuger, unteren Rücken, gesamten Rücken eigentlich, wenn ihr schwere Last bewegt. Trapez habt ihr auch dabei. Mache ich gerne, gerade Ende der Vorbereitung, eher am Ende des Trainings. Jetzt wollen wir verletzungsfrei bleiben, sprich, wir wollen zwar schwer trainieren, aber ich versuche gerade bei so Grundübungen dann doch eher durch die Vorermüdung, was wir das ganze Training hatten, die Last ein bisschen zu reduzieren. Also nicht mehr, dass du so 4 Wochen vor dem Wettkampf dich komplett wegbröseln musst mit, was weiß ich, wie viel, 250 Kilo. Und es fühlt sich auch richtig geil an, wenn der Rücken noch aufgepumpt ist. Beinbeuger haben wir auch noch ein bisschen drin. Also wie gesagt, ja, eine geile Übung, die ich gerne mit einbaue. Ich auch von Dorian Yates damals gelernt habe so und mitgenommen habe. In diesem Sinne machen wir das, bevor wir mit hinterer Schulter das Training abschließen heute. Come on. Come. Come on. Abschluss des heutigen Trainings. Wir haben die klassischen Kurzhantel-Shrugs sehr vorgebeugt und gerade den mittleren, unteren Trapez nochmal zu erwischen. Nicht zu schwer, aber schön rein isolieren. Ein Satz, richtig wegballern. Die wurden passiv oder aktiv auch bei den ganzen Rudergeschichten schon trainiert. Aber so nochmal wegfrittieren. Let's fucking go. That's it. Leute, das war's. Wir sind wieder am Start. Hier im Bunker. Das heißt Grind Time. Die letzten Tage vor Abflug zum Mr. Olympia in Las Vegas 2024. Ich danke euch alle fürs Zuschauen. Supportet, abonniert, liked, schreibt gerne einen Comment rein und zeigt ein bisschen Bären-Support. Jetzt brauche ich ihn so wie nie zuvor. Jetzt geht's in die heiße Phase. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Urs. Ciao, ciao.